Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot EU. Über mir steht hier oben in der Richtung Männerservos. Was hat es damit auf sich? Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ja, Männerservo, ganz einfach. Wir haben ein Servo gemacht und haben uns erlaubt, das ist für die richtigen Männer. Also die diese großen Kisten fliegen, die einfach wirklich was ganz Besonderes wollen. Und für die haben wir ganz speziell ein Männerservo kreiert. Was kann es? Ja, das ist ein unheimlich stellkräftiges Servo. Das Besondere ist, es hat ein Titangetriebe. Ja. Was hat es noch? Es hat einen Brushless-Motor. Und dann kommt noch etwas obendrauf, was wir bisher noch nicht hatten, ein Voll-Aluminium-Gehäuse. Auf gut Deutsch gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, was daran noch kaputt gehen kann. Deshalb nenne ich es Männerservo, weil an dem werden viele scheitern. Ja, wunderbar. Und jetzt von der Kraft her, wie viel Kilogramm, wie schnell, wie präzise? Die Schnelligkeit weiß ich aus dem Stegreif nicht, aber es ist schnell genug für all die Modelle, die man damit ausstatten möchte. Von der Stellkraft liegen wir bei echten 35 Kilogramm. Als White Voltage? Als White Voltage, das heißt, wir können es von 4,8 bis 8,4 Volt betreiben. Das Besondere ist, egal bei welcher Betriebsspannung, hat es die gleiche Stellkraft. Aha. Das heißt mit anderen Worten, regelt sich das intern oder wie kann man sich das vorstellen, dass diese gleiche Stellkraft immer wirklich auch bei unterschiedlichen Spannungen entsteht? Das sind die Vorteile eines Brushless-Antriebes. Mit mehr Spannung wird der Motor nur in Anführungszeichen schneller. Das heißt, mit mehr Spannung wird dieses Servo von seiner Stellzeit schneller, also es stellt schneller, aber die Kraft bleibt die gleiche. Ah, okay. Man lernt ja auch nicht aus, nicht? Ja, genau. Ja, und wie die Baugröße zeigt, kann man welche mal in die Hand nehmen, wie die aussehen? Natürlich. Wir sind mal so frech und machen das dann einfach mal hier runter. Ja. Vom Display. Und von der Baugröße her ist es die ganz normale 20 mm Baugröße, also das, was in alle Modelle reinpasst. Und das macht 35 Kilo? Das macht 35 Kilo. Also schon beeindruckend, dass ihr das auf den engsten Raum so hingekriegt habt. Wenn man ein bisschen mehr möchte, haben wir noch ein anderes Servo mit dabei, da gehen wir auf 42 Kilo hoch. Das ist allerdings dann minimal größer, das hat dann 22 mm, also ja, 2 mm breiter. Aber das macht ja dann eigentlich gar nichts mehr, weil das ist ja, also das ist ja, ja, ich bin sprachlos, sagen wir es mal so. Ja, ich auch. Ja. Daneben sieht es halt auch noch wunderschön aus. Ein schwarz eloxiertes Gehäuse. Seitlich ist es schön mit Laser eingraviert. Hat oben noch diese polierte Kanten. Also es ist halt auch was fürs Auge. Ja. Wenn man es schön auf ein Kohlebrettchen einbaut, dann sieht das noch... Ich denke, das könnte passen. Vielleicht noch mit LEDs anstrahlen. Aber wir wollen ja noch fliegen. Also ja, genau. Männerservos. Männerservo, ja. Genau. Was gibt es denn sonst noch in neuen Servos? Von neuen Servos kommt noch demnächst, das haben wir auf der Seite neben, ein 10 mm Servo. Demnächst aus dem einfachen Grund, wir können den genauen Auslieferungstermin noch nicht nennen. Ich denke, er wird in den nächsten 3 Monaten sein, aber ich möchte da nicht festgenagelt werden. Wenn es da ist, werden wir es entsprechend verkünden. Ist ein 10 mm Servo für all die Segler da draußen, für all die. Das war bisher eine Lücke bei uns im Sortiment. Das wiederum liefert an 8,4 Volt, respektive an den 7,4 Volt Nennspannung, ganze 6 Kilogramm. Und genau das hat gefehlt bisher? Genau das hat gefehlt. Ist auch ein White Voltage Servo, hat ein Stahlgetriebe. Preislich ist es noch nicht ganz fixiert, wir werden aber unter 100 € liegen. Ich hoffe, man nagelt mich jetzt nicht fest, aber harren wir der Dinge, es wird demnächst kommen. Aber ich habe es im Test schon, wir haben es getestet, ich bin schwer beeindruckt. Mit anderen Worten, man kann jetzt auch die gesamten dünnen Tragflächen auch auf High Voltage laufen lassen. Genau, das hat wirklich gefehlt. Kann man das irgendwie in die Hand nehmen? Ja klar. Ich hole das mal hier rum, so. Ja, das ist ja die gleiche Baugröße, wie wir es bisher auch hatten. Genau, bisher war das 5125, ja. Das war nur bis 6 Volt. Genau. Jetzt mit dem Servo, mit dem D145, sind wir auf 6 Volt hochgegangen. Man kann es auch mit 4,8 Volt betreiben, also wenn man einen Flieger Standard ausgerüstet hat, kann man das einfach jetzt installieren. Das Besondere ist, dass dieses Servo die neue Elektronik hat, wie es jetzt alle Servos nach und nach bekommen. Man erkennt es daran, dass im Namen von jetzt, ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen, der Name wird mit einem D beginnen. Das heißt, bisherige Servos, die mit 7000 bekommen haben, 8000, werden jetzt nach und nach mit einem D ersetzt. Das bedeutet, wir haben eine neue Elektronik drin, eine höhere Auflösung. Und was so ein schönes, cooles Feature ist, diese ganzen Servos haben jetzt sogenannten Soft Start. Das heißt, wenn man diese Servos anschaltet, dann macht das Ruder beispielsweise, wie will ich das mit der Hand simulieren, nicht immer so in der Art, sondern wenn man das mit Spannung versorgt, laufen die Ruder schön in die Startposition und dann sind sie einsatzbereit. Schon die Anlenkung, schon das Servogetriebe. Ja, sieht cool aus. Und, ja genau. Gehört zum Männerservo. Männerservo halt. Also und zum Schluss, Modellfliegen ist Spitze.